Stellen Sie sich vor, Tag X ist da. Stromausfall. Männer denken sofort an Messer, Taschenlampen und Selbstverteidigung. Aber wissen Sie, was Sie in einer echten Krise zuerst außer Gefecht setzt? Nicht ein Angreifer, sondern eine einfache Augenentzündung oder ein kleiner Kratzer, der sich entzündet. In einer Krise konzentriert sich der Mann nach draußen. Er verriegelt die Tür, errichtet eine Verteidigungslinie und wartet auf die größte Bedrohung. Das ist ein lebenswichtiger Reflex. Doch es ist das logistische Genie der Frau, das die unsichtbaren Details im Blick behält und dafür sorgt, dass das Leben im Haus weitergeht. Eine Armee wird nicht durch Kugeln vernichtet, sondern durch mangelnde Logistik und Hygiene. Heute enthüllen wir 18 professionelle Geheimnisse im Wert von 15 €, die die strategischen Pläne der Männer ergänzen und in der Welt der Frauen verborgen liegen. Sie haben wahrscheinlich schon einfache Listen gesehen, die als günstige Vorbereitung beworben werden, wie etwa ein Feuer mit Vaseline anzuzünden. Ja, das ist nett, aber unvollständig. In einer echten Krise braucht man mehr als nur ein Feuer. Sie brauchen Infektionsmanagement, logistische Kontinuität und psychologische Stärke. Heute lassen wir die Hobbylisten beiseite und sprechen darüber, wie man aus 15 € ein professionelles Überlebenssystem macht und die Familie in eine Festung verwandelt. Überleben ist keine Einzelleistung, sondern eine Familienangelegenheit. Der Mann ist die Außenmauer des Hauses, die es schützt. Die Frau ist das Herz, das es am Leben erhält. Selbst wenn die Mauer einstürzt, solange das Herz schlägt, besteht Hoffnung. Doch wenn das Herz aufhört zu schlagen, wird selbst die stärkste Mauer zum Grab. Heute geht es nicht nur um Besitztümer, sondern darum, wie eine Familie in den dunkelsten Nächten zusammenhält. Erstens, antibiotische Augentropfen, Tetrazyklin. Die männliche Perspektive. Ich schärfe mein Messer, ich verteidige das Gebiet. Die weibliche Perspektive. Staub, Rauch, Stress und Schlaflosigkeit. Wenn sich in einer Krisensituation die Augen entzünden, ist selbst das beste Gewehr nutzlos. Ein blinder Prepper ist nur eine Last. Frauen bemerken den Ausfluss in den Augen ihrer Kinder, während Männer ihn mit „Das geht vorbei" abtun. Das tut es nicht. Dieser Tropfen erhält ihre Leistungsfähigkeit. Zweitens, Alaun. Unbegrenzt klares Wasser. Die männliche Strategie lautet: Ich habe Filter, ich sammle Regenwasser. Die weibliche Erkenntnis hingegen: Wenn man trübes Wasser in einen Filter gießt, verstopft er in Sekundenschnelle. Frauen denken an Effizienz. Ein Stück Alaun klärt das trübe Wasser, indem es in Sekundenschnelle absetzt. Es verlängert die Lebensdauer des Filters um das 10-fache. Quelle: Er traut der Technologie nicht ohne Reinigung. Dritter Schamottestein oder Terrakotta, Tontopf, Wärmespeicher. Männliche Strategie: Ich zünde den Ofen an, wir wärmen uns auf. Weibliche Erkenntnis: Was machst du, wenn das Brennmaterial ausgeht? Die Frau denkt ans Energiesparen. Ein einfacher Tontopf oder ein feuerfester Tonstein absorbiert die Wärme der Kerze und gibt sie stundenlang an den Raum ab. Der Mann konzentriert sich auf den Schein des Feuers, die Frau auf die anhaltende Hitze. Vierter aktiver Ton, Bentonit. Geruchs- und Abfallmanagement, Strategie des Mannes. Wir graben draußen ein Loch. Weibliche Erkenntnis: Bei einem Stromausfall kann niemand nach draußen gehen. Wenn die Kanalisation zusammenbricht, ist Bentonit der einzige Schutz vor Krankheiten, da er Gerüche und Abfallstoffe einschließt. Die Frau sorgt für die Gesundheit der Familie, indem sie im Haus für Hygiene sorgt. Männer, seien wir ehrlich, wie viele von uns bedenken, dass, während wir draußen Barrikaden errichten, die unsichtbaren Mikroben und die mangelnde Hygiene im Haus unsere Kinder schneller zerstören können als wir selbst? Hier kommt die weibliche Intelligenz ins Spiel. Sie fängt den unsichtbaren Feind ein, bevor er überhaupt ins Haus kommt. Das ist kein Katzenstreu, es ist der biologische Schutzschild ihrer Familie. Fünfte, Bienenwachs. Ausrüstungsmodifikation, Strategie des Mannes. Mein teurer Mantel wird mich schützen. Weibliche Erkenntnis: Was, wenn er reißt? Die Frau verändert das Material. Indem sie ein gewöhnliches Stück Stoff mit Bienenwachs versiegelt,
verwandelt sie es in einen professionellen wasserdichten Schutz. Man erhält eine Leistung im Wert von 500 € mit Materialkosten von nur 1 €. 6. Natron, der physikalische und chemische Joker-Strategie des Mannes. Ich habe mich mit Magenmitteln und Reinigungsmitteln eingedeckt. Weibliche Erkenntnis, alles in einer Packung. Natron lindert Sodbrennen, reinigt die Zähne, löscht Feuer und kann mit Sekundenkleber kombiniert Kunststoff verschweißen. Frauen sind Expertinnen im Platz- und Gewichtssparen. Diese taktische Lösung, die ich hier beschreibe, ist zuverlässiger als 200 € teure Militärausrüstung und kostet nur einen halben Euro. 7. Zahnseide. Unzerbrechliches Logistikseil, Strategie des Mannes. Ich habe Paracord im Rucksack, damit kann ich mir einen Unterschlupf bauen und Ladungen sichern. Männer konzentrieren sich auf schwere Bauarbeiten. Weibliche Erkenntnis. Mit diesen dicken Seilen kann man nicht nähen und wenn sich der Stiefel löst, sitzt man fest. Denken Sie an die berühmte Geduld beim Nähen, die wir von unseren Vorfahren geerbt haben. Frauen wählen das dünnste, aber unzerbrechlichste Seil. Zahnseide ist, es ist 10-mal stärker als normales Nähgarn und gewachst. Das heißt, es saugt Schweiß und Wasser auf und verrottet nicht. Wenn sich die Sohle deines Stiefels löst oder dein Rucksack in einer Notsituation kaputt geht, ist das grobe Garn eines Mannes nutzlos. Eine Frau hingegen führt die Reparatur mit diesem unzerbrechlichen Detail durch. Wie heißt es so schön? Nadel, Faden, Leben. Wenn ein Mann die schwerste Last auf sich nimmt und sich auf eine Reise begibt, ist die Mission in dem Moment beendet, in dem der Riemen seines Rucksacks reißt. In diesem Moment ist die unzerbrechliche Verbindung, die aus dem Rucksack deiner Frau hervorgeht, nicht nur eine Reparatur, sondern der Beweis dafür, dass sie die Last des Mannes teilt. Die stärkste Bindung ist der Knoten, der am härtesten Tag geknüpft wird. Wenn ihr bis hierher gelesen habt, seid ihr nicht nur neugierig, sondern wahre Profis, die geschworen haben, eure Familie zu beschützen. Jetzt legen wir die Messlatte noch etwas höher. 8. Zinkoxid-Wundschutzcreme, unsichtbarer biologischer Schutzschild, Strategie des Mannes. Ich kann Schmerzen aushalten, diese leichte Verbrennung hält mich nicht auf. Männer verlassen sich auf ihre körperliche Ausdauer. Weibliche Intelligenz. Verlust von Haut bedeutet Verlust der Abwehrkräfte. Frauen beginnen ihren Schutzschild mit der obersten Hautschicht. Dies ist nicht nur eine Wundschutzcreme, es ist eine physikalische Barriere mit einer hohen Konzentration an Zinkoxid. Von der Verhinderung des Anhaftens von Staub auf der Haut bei einem Atomunfall bis hin zum Schutz vor Sonnenbrand in der prallen Sonne. Männer sagen, es geht vorbei, wenn es brennt, aber Frauen wissen, dass ein Sonnenbrand zu einer Infektion führen kann und eine Infektion zum Tod führen kann. 9. Magnet plus Sicherheitsnadel, die Kunst der analogen Navigation, Strategie des Mannes. Mein GPS ist wasserdicht und ich habe Offline-Karten geladen. Männer konzentrieren sich auf Technologie und Geschwindigkeit. Weibliche Intelligenz. Wen fragst du, wenn der Akku leer ist? Die Frau hält die primitivste, aber immer zuverlässige Methode geheim. Eine Nähnadel magnetisieren, indem man sie an einem Magneten reibt und sie dann in Wasser auf ein Blatt fallen lässt. Das ist der stille Kompass, der aus der Tasche der Frau auftaucht, wenn all die teuren GPS-Geräte durch einen elektromagnetischen Impuls, EMP, nutzlos werden. Während der Mann nach Signalen sucht, liest die Frau die Welt aus ihrem Magnetfeld. Wenn du noch hier bist, willst du nicht nur überleben, sondern deine Familie wie eine Armee führen. 10. Steinsalz plus Natron plus Stärke. Elektrolyt- und Serum-Chemie-Strategie des Mannes. Ich habe Wasser gehortet, wir trinken es, wenn wir Durst haben. Der Mann betrachtet die Menge und das Volumen. Intelligenz der Frau. Nur Wasser trinken bringt dich um, dein Körper braucht Mineralien. Die Frau ist die Alchemistin in der Küche. Bei starkem Schwitzen, Stress oder Durchfall spült zu viel Wasser die Mineralien aus dem Körper und kann zum Herzstillstand führen.
Diese einfache, von Frauen zubereitete Mischung ist identisch mit den professionellen Rehydrationslösungen aus der Apotheke. Der Mann stillt den Durst, während die Frau dafür sorgt, dass das Wasser in die Zelle gelangt. Merkt euch, Freunde, die Gesamtkosten dieser taktischen Lösungen, die ich hier beschreibe, entsprechen immer noch dem Preis einer Schachtel Zigaretten. Wir bauen in eurer Küche ein zuverlässigeres System auf als militärische Rehydrationssets, die im Handel 200 € kosten. Auf dem Kanal Der Kommissar betreiben wir kein Hobby, wir kämpfen ums Überleben. 11. Schwefel. Unsichtbare Sicherheitslinie, Strategie des Mannes. Ich habe die Zäune verstärkt, die Fenster vernagelt. Der Mann konzentriert sich auf den physischen Angreifer. Detaillierte Aufklärung der Frau. Wie haltet ihr diese kleinen Feinde, Skorpione, Schlangen, Insekten auf, die Kugeln nicht stoppen können? Frauen haben von ihren Vorfahren gelernt, den Schlafbereich ihrer Kinder vor unsichtbaren Gefahren zu schützen. Ein wenig Schwefel vor der Tür hält jene giftigen Gäste fern, die Kugeln nicht aufhalten können. Der Mann hält die Tür, während die Frau Eindringlinge abwehrt. Der Mann steht mit seinem Gewehr Wache vor der Tür, doch er wird müde und schläft ein. In diesem Moment übernimmt das gelbe Pulver, das die Frau leise vor der Tür verstreut, die Wache. Es hält Skorpione, Schlangen und Insekten fern. Es ist die leiseste Art zu sagen, schlaf du. Ich bewache diesen Ort. So ergänzen wir uns mit unseren jeweiligen Schwächen. 12. Trocknertücher, Parasiten und Antistatikschutz, Strategie des Mannes. Ich habe Fliegenspray, ich sprühe es ein, dann ist alles gut. Männer konzentrieren sich auf die Sofortlösung. Weibliches Detailbewusstsein. Wenn das Spray leer ist, hat man Zecken und Krankheiten. Frauen denken an Nachhaltigkeit. Dieses einfache Blatt Papier, das man in die Tasche steckt, hält mit seinem Duft Zecken und Parasiten fern. Es ist außerdem das einzige, was statische Elektrizität entfernt, um empfindliche elektronische Geräte im Notfall zu reinigen. Während Männer nach Komfort suchen, kümmern sich Frauen um Infektionen. 13. Blumendraht, knotenlose Sicherheit, Strategie des Mannes. Ich habe Klebeband und Kabelbinder. Männer konzentrieren sich auf eine schnelle und vorübergehende Lösung. Weibliches Detailbewusstsein. Plastik lockert sich in der Hitze und Sonne, Klebeband löst sich. Frauen wissen, was Dauerhaftigkeit und der stille Verschluss bedeuten. Stahldraht ist feuerfest, er lockert sich nicht und dichtet geräuschlos ab. Vom Verriegeln von Türgriffen von innen bis zum Aufhängen eines schweren Topfes über dem Feuer. Die Frau knüpft den zarten Knoten der Sicherheit in Metall, das niemals brechen wird. 14. Gewachste Schuhcreme, Korrosions- und Feuchtigkeitsschutz, Strategie des Mannes. Ich habe mein Werkzeug eingeölt und in die Kisten gelegt. Männer vertrauen ihrem Werkzeug. Detailorientierung der Frau. Feuchtigkeit dringt überall ein. Das Öl verdunstet. Frauen wissen, wie man das Material vollständig versiegelt. Gewachste Schuhcreme isoliert das Metall zu 100% gegen Luftfeuchtigkeit. Sie ist außerdem ein hervorragender Brennstoff, der selbst im heftigsten Sturm nicht erlischt. Männer ölen, Frauen versiegeln. 15. Bleistift, archivierte Kommunikation, Strategie des Mannes. Ich habe in der Notiz-App meines Handys geschrieben, ich habe eine Powerbank. Männer konzentrieren sich auf Technologie und Geschwindigkeit. Weibliche Detailorientierung. Die Batterie ist leer, der Kugelschreiber klemmt, die Tinte läuft aus. Frauen sorgen dafür, dass die Spuren nicht verwischt werden. Ein Bleistift schreibt auf nassem Papier im Weltraum bei minus 40 Grad. In diesem chaotischen Moment, wenn die Kommunikation abbricht, ist der einfache Bleistift in der Tasche der Frau der einzige Beweis ihres Überlebens. 16. Dosenlasche. Aus nichts etwas erschaffen. Männliche Strategie. Ich habe meinen Werkzeugkasten dabei. Ich habe alle meine Schlüssel. Männer verlassen sich auf ihre Ausrüstung. Weibliche Detailintelligenz. Was, wenn dein Werkzeugkasten verloren geht oder geplündert wird? Frauen wissen, wie man aus nichts eine Nadel, einen Haken oder eine Spitze herstellt.
Man kann den kleinen Ring einer Getränkedose anspitzen und ihn in einen Angelhaken oder eine Nähnadelspitze verwandeln. Männer verlassen sich auf ihr Werkzeug, während Frauen jeden Schrott in ihrer Umgebung in ein Werkzeug verwandeln. 17. jodierte Jodtinktur, Betaisodona, Schilddrüsen- und Zellschutz. Männliche Strategie: Wir veröden die Wunde mit Alkohol, die Keime sterben ab. Männer setzen auf eine harte und sofortige Maßnahme. Weibliche Detailintelligenz: Man muss reinigen und schützen. Jod reinigt nicht nur die Wunde, im Falle eines nuklearen Lecks, radioaktives Jod 131, ist es der einzige Schutz für die Schilddrüse. Eine Frau schützt die Familie nicht nur vor den heutigen Konflikten, sondern auch vor strahlenbedingtem Krebs in der Zukunft. Bisher haben wir gesehen, dass 15 € kein Budget, sondern ein psychologisches Spiel sind. Vorsorge bedeutet nicht nur, heute zu sparen, sondern sicherzustellen, dass man seinen Kindern morgen noch in die Augen sehen kann. Jetzt gehen wir zur professionellsten Stufe über, zu einem chemischen Wunder. 18. Kaliumpermanganat plus Zucker, Feuer ohne Funken, männliche Strategie. Ich zünde das Streichholz an und dann ist es vorbei. Männer konzentrieren sich auf das Ergebnis. Weibliche Detailintelligenz. Wie heizt ihr eure Familie, wenn das Feuerzeug leer ist? Das ist der berühmte, schlimmste Befürchten-Instinkt der Frauen. Dieses Feuer, das durch die Reibung zweier einfacher Pulver entfacht wird. Kein Feuerzeug, keine Batterien, kein Sonnenlicht nötig. Nur reine Chemie und das Bewusstsein der unvergänglichen Vorbereitung, das eine Frau für den dunkelsten Moment der Krise getroffen hat. Dieses Feuer ist nicht nur zum Kochen da, es ist dafür da, sich im Dunkeln in die Augen zu sehen und zu sagen: Wir sind hier, wir halten zusammen. Überleben bedeutet nicht nur atmen, es bedeutet, dieses Feuer gemeinsam am Brennen zu halten, koste es, was es wolle. Seid vorbereitet, aber vor allem haltet zusammen. Seht diese 18 Punkte nicht einfach als Liste. Setzt euch nach diesem Video mit eurem Partner, eurer Mutter oder eurem Vater zusammen und besprecht die Liste. Wer kümmert sich um welchen Punkt? Wer schließt welche Lücke in der Organisation? Diese Liste betrifft nicht nur Besitztümer, sie ist eure Einheitsvereinbarung. Wenn ihr die Schwächen des anderen nicht ausgleicht, seid ihr nichts als ziellose Individuen. Wenn ihr bis hierher gelesen habt und meine Mühe schätzt, abonniert bitte meinen Kanal, gebt dem Video ein Like und teilt es. Und schließlich, normalerweise basiert dieses Protokoll auf 30 Punkten, um eine Familie in Krisenzeiten vollständig widerstandsfähig zu machen. Heute habe ich euch die ersten 18 Geheimnisse verraten, die das Fundament bilden. Wenn ihr die restlichen 12 Profi-Tipps zur Logistik sehen wollt, also die Punkte, die den schmalen Grat zwischen Überleben und Aufgeben bestimmen, schreibt sofort Solidaritätsakte in die Kommentare. Ich schicke euch dann den Link. Damit ist die Arbeit des Kommissars getan. Tschüss und passt auf euch auf.